sind zwar nicht direkte Nachbarn, doch einander so nah. Keine 2 Stunden mit dem Flieger wärst du eigentlich schon da. Wer wegen Luftpiraterie nicht gerade den Himmelsweg blockiert und Belarus durch seine Krise komplett paralysiert. Doch ewig weitergehen kann diese dunkle Phase ja nicht. Sieht man im Tunnel auch der Zeit noch nicht am Ende das Licht. Das Potenzial für unsere Partnerschaft ist wahnsinnig groß. Löst sich die Krise, fällt der Startschuss und die Reise geht los. Unsere Vergangenheit wird bis heute überschattet von Kriegen. Drum glaub ich fest, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Und hoffe, dass wir das eher früher als später erleben. Denn unsere Länder haben einander wirklich vieles zu geben. Wenn zwischen Traum und Wahrheit leider auch eine Riesenlücke klafft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Wir könnten so vieles erreichen mit vereinigter Kraft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Uschi von der Leyen hat schon die Karten auf den Tisch gelegt. Bei ihr in Brüssel auf dem Konto liegt ein fettes Paket, das vorgesehen ist für Investitionen, volle 3 Milliarden. Mancher spricht bereits von 10, auch das könnte sicher nicht schaden. Doch nicht die Summe ist entscheidend, nein, allein das Prinzip, dass man die Langfristpotenziale und die Wachstumschancen sieht. Ein hohes Ausbildungsniveau, vor allem in technischen Bereichen. Die IT- und Softwarebranche sucht bis heute ihresgleichen. Landwirtschaft, Maschinenbau, Elektrocars, Computerspiele. Schönes, nahegelegenes Land voll unerschlossener Reiseziele. Und für menschliche Kontakte gilt's entschlossen zu werden. Viele Freundschaften, die warten, noch geschlossen zu werden. Wenn zwischen Traum und Wahrheit leider auch eine Riesenlücke klafft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Nicht nur bei Energie, IT, Tourismus oder Forstwirtschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Es gibt noch so viel mehr Bereiche, beispielsweise nicht nur Aufarbeitung der Geschichte und Erinnerungskultur, Schüleraustausch, Bildung, Wissenschaft, die Künste und sei es vor 15 Grenzschutzabrüstung und regionale Sicherheit. Es wäre so wichtig, die Zusammenarbeit bei all diesen Fragen nicht mal nur weiter, sondern zu ganz neuen Höhen zu tragen. Und schließlich können wir von Belarus viel lernen. Die Quintessenz vor allem, dass Recht und Freiheit niemals selbstverständlich sind, sondern ein hohes, schützenswertes, unbezahlbares Gut. Euch Belarusen Hochachtung für euren Einsatz und Mut. Ihr habt schon viel erreicht und es ist halb voll das Glas. Trzymajcie się, my z wami, bo my wierzymy u was. Wenn zwischen Traum und Wahrheit leider auch eine Riesenlücke klafft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Stoppt die Gewaltmacht und lasst Politgefangene aus der Haft, dann machen wir sie wahr. Die Potenzialpartnerschaft. Die besten Zeiten liegen vor uns, das ist unzweifelhaft. No doubt. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Es bleibt die Ambition, dass unsere Energie nicht erschlafft. Niemals. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Wenn wieder Flüge gehen, Berlin nach Minsk gibt den Tomatensaft auf. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Ich sag es immer wieder, bis es auf der letzte rafft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft.